Hallo zusammen, wir fliegen jetzt nach Maui, unsere vorerst letzte Insel. Wobei, dann geht es nochmal kurz nach Oahu und dann zurück nach Michigan. Der Flug von Big Island nach Maui dauert etwa 20 Minuten, einer der kürzesten Inselhüpfer in Hawaii. Die Road to Hana ist einer der berühmtesten Küstenstraßen der Welt. Spektakulär, kurvig und unglaublich grün. Hallo zusammen, wir sind jetzt auf Maui! Juhu! Und der erste Halt, beziehungsweise die erste Route heißt Route to Hana. Und da sind wir jetzt. Und der erste Halt sind hier die Twin Falls. Die schauen wir uns mal an. Let's go! Nach ca. 30 Minuten erreichen wir die Twin Falls. Und diese sind der erste leicht zugängliche Wasserfall auf der Road to Hana. Der Zugang führt über eine Privatfarm, die Besuchern jedoch freundlich Türen öffnet. Hier kann man baden, Fotos machen und tropische Früchte probieren. Nach Regen fallen hier oft nicht zwei, sondern gleich mehrere Wasserfälle gleichzeitig. Daher auch der Name dieses wundervollen Wasserfalls und der wunderschönen Region rundherum. Wir sind an den Twin Falls da. Das sieht aus wie ein Wasserfall, aber das heißt hier Twin Falls. Vielleicht sind das doch zwei. Gucken wir mal genau hin. Und wir gehen jetzt mal eine Runde schwimmen. Bis später. Tschüss. Eine Stunde weiter zum nächsten Halt. Kurzer Zwischenstopp. Hallo zusammen. Wir sind jetzt hier im Puaka Wayside Park. Ein schöner kleiner Park mit einem Wasserfall und Picknick-Areas. Man kann hier wunderschön verweilen, wenn man genug Zeit hat und gute Laune mitbringt. Ein kleiner State Park mit Toiletten, Picknickplatz und leicht zugänglichem Wasserfall. Perfekt für eine kurze Pause entlang der Road to Hana. Puaka bedeutet wildes Schwein, benannt nach dem früher dort lebenden Schwein. Hallo zusammen, wir sind jetzt hier an einem Lookout auf der Road to and from Hana. Und das sieht hier fantastisch aus. – 17 Minuten später kommen wir endlich zum Coconut Ice Cream. So, ein kurzer Zwischenstopp bei Coconut Glens Ice Cream. Hier Vegan Ice Cream mit Coconut Base. Richtig toll und lecker. Wir haben noch dazu ein Pineapple Coconut Bread gekauft. Und jetzt sind wir alle glücklich. Coconut Glens ist eine legendäre vegane Eisdiele auf der Road to Hana. Das Eis wird komplett aus Kokosmilch und lokalen Zutaten hergestellt. Die Location ist bunt, verrückt und voll hawaiianischem Hippie-Vibe. Der Gründer lebte früher in einer Hütte im Dschungel und entwickelte dort das Rezept. Gleich daneben liegt Mai Titas Café. Es ist ein lokaler Spot für hawaiianischer Komfortfood. Einfach lecker und authentisch. Hier gibt es frische Plate-Lunches, Smoothies und lokale Spezialitäten. Perfekt für eine Pause auf der Road to Hana. Hallo zusammen, wir haben jetzt einen kurzen Stopp gemacht bei Tinas Café. Und hier stehen auch so Foodtrucks rum. Und da haben wir uns jetzt was bestellt. Burrito, Quesadilla, lecker mia. Nur 8 Minuten weiter geht's zum Hamoa Beach. Hallo zusammen! Wir sind jetzt am Hamoa Beach hier in der Nähe von Hana. Und hier ist ganz schön cool. Hier gibt es sogar Duschen zum Abduschen des Sandes und ganz viele Menschen und schönes Wetter und Wellen und Wasser und alles, was es so gibt. Es ist wunderbar hier. Schaut euch mal die Wellen an und das Meer und den Sand. Und hier ist es ganz wichtig, dass man mineralische Sonnencreme benutzt. Denn wenn man hier diese chemische Sonnencreme benutzt, dann kann man damit hier die Korallen und die Natur ein bisschen angreifen und zerstören. Und deswegen soll man hier nur mineralische benutzen. Das stand hier gerade auch erklärt. Seht ihr das auf dem Schild da? Das Wasser ist türkisgrün und der Sand ist ein bisschen grau. Nach weiteren 20 Minuten erreichen wir die Wailua Falls. Sie gehören zu den meist fotografiertesten Wasserfällen auf Maui. Nächster Halt auf der Road from and to Hana sind die Wailua Falls. Sind ziemlich hoch. Schön, was? Sie stürzen etwa 24 Meter in die Tiefe, direkt neben der Straße.
Ideal für ein schnelles Foto oder eine kurze Pause. Manche kennen den Wasserfall aus der TV-Serie Fantasy Island. Unsere Unterkunft in Hana, Hana Kai Maui. Apartment 101, Ka-Wiki, Premium Ocean View, One Bedroom. Genug Platz für uns, hier mit einer voll ausgestatteten Küche, einem schönen Herd, einem großen Waschbecken und einer tollen Aussicht auf das Meer und den Palmen. Guten Morgen, wir frühstücken jetzt hier in Hana. Wir sind gestern die Road to Hana gefahren. Mit noch einem Stopp. Und da hinten ist das Meer. Die Anlage ist hier richtig schön gemacht mit einem wundervollen Garten, ein paar Fischteichen, kleinem Wasserfall und einem direkten Zugang zum Strand bzw. das Meer. Ein Strand direkt vor der Tür unseres Apartments. Als nächstes gehen wir zum Haleakala National Park und zwar zu einem etwas abgelegenen Visitor Center im Kipahulu District, das im tropischen wasserfallreichen Osten des Parks liegt. Es ist ein ruhiger Teil des Parks, weit weg von den Vulkanhöhlen. Aloha! Wir sind jetzt hier am Haleakala National Park Visitor Center und wir wollen jetzt den Kuloa Loop Point Trail laufen. Der ist so 0,6 Meilen lang, das heißt knapp 1 Kilometer und dauert ca. 15 bis 20 Minuten. Let's go! So, wir sind jetzt hier am Trailhead und wir laufen jetzt hier den Kuloa Point Trail. 0,5 Meilen, 800 Meter und dauert ungefähr so 20 Minuten. Und den wandern wir jetzt mal. Der andere würde jetzt 2 Meilen hoch und 2 Meilen wieder runter. Das ist ein bisschen zu viel aktuell. Okay, lass uns mal da lang. Hallo zusammen. Hier auf dem Schild sieht man eindrucksvoll, was Flash Flood bedeutet. Hier hat man noch einen ganz ruhigen Pool. Man schwimmt schön und Sekunden später entsteht Flash Flooding. Und dann hast du hier ganz starke reißende Strömungen, die dich umbringen können. Hier. Der Kuloa Point Trail ist ein kurzer, leichter Rundweg und führt durch tropische Vegetation, Bambus und Lavagestein, typisch für Mauis feuchte Ostküste. So, wir laufen jetzt hier den wunderbaren Trailhead und wir genießen die Natur im Dschungel. Am Ende des Trails erreicht man die berühmten Oheo Gulch Pools, auch Seven Sacred Pools genannt, und ein malerischer Wasserfall von etwa 10 bis 15 Meter Höhe. Das ist ein schöner Wasserfall mit einem tollen Pool. Da könnte man theoretisch schwimmen, aber wir haben ja so viele Flash-Flooding-Warnings gesehen hier. Soll man vielleicht nicht so ganz machen, ne? Von hier aus hat man einen beeindruckenden Blick auf den tiefblauen Pazifik, oft begleitet von kräftiger Brandung. Ursprünglich gab es viel mehr als 7 Pools. Der Name stammt von frühen Tourismusbroschüren und hat sich einfach eingebürgert. Die Pools sind nach Jahreszeit unterschiedlich groß, einige nur wenige Meter breit und andere bis zu 20 Meter lang. Bei ruhigem Wasser fließen die Pools terrassenartig bis hinunter zur Küste und münden schließlich ins Meer. Wir laufen jetzt hier auf den Lavagesteinen direkt am Meer. Es ist sehr uneben hier, aber super spannend. Und jetzt zum Hauptvisitor Center dauert es ganze 2 Stunden. Oder beziehungsweise wir sind jetzt im Haleakala National Park. Und das ist jetzt holen wir das Junior Ranger Book, damit die Mira wieder ein Junior Ranger werden kann, hier in diesem Park. Das Visitor Center am Haupteingang ist der perfekte Startpunkt für den Besuch des Vulkanmassivs. Hier erfährt man alles über die Entstehung der hawaiianischen Inseln, die einzigartige Geologie des Haleakala und die empfindlichen Ökosysteme, die hier geschützt werden. Die Luft ist dünner, die Temperaturen deutlich kühler. Der Haleakala ist einer der größten erloschenen Vulkane der Welt, gemessen vom Meeresboden aus höher als der Mount Everest. Der Leliiwi Overlook bietet einen der spektakulärsten Ausblicke über den Krater. Hier sieht man bunte Vulkanlandschaften, Lavafelder und Wolkenformationen. Hallo zusammen, wir sind jetzt hier am Leliiwi Lookout im Haleakala National Park und wir sind jetzt über den Wolken. Muss die Freiheit wohl grenzenlos sein? Ja, so ist es. Die ist sehr grenzenlos hier. Richtig krass hier oben. Dieser Ort zählt zu den eindrucksvollsten Aussichtspunkten im Haleakala National Park, einer der schönsten Orte für Sonnenauf- und Untergänge. Hier sieht man die historische Ranch Wall, ein alter Steinwall, den hawaiianische Rancher im 19. Jahrhundert gebaut haben, um Vieh zu treiben und das Hochland zu schützen. Diese Mauern erzählen bis heute die Geschichte der frühen Paniolos, den hawaiianischen Cowboys, die auf dem Vulkanmassiv lebten und arbeiteten. Meine Freunde, wir sind jetzt am 2. Visitor Center hier
Kurz vor dem Gipfel liegt das Haleakala Visitor Center auf fast 3000 Metern Höhe. Schon hier oben fühlt man die dünnere Luft und die deutlich kühleren Temperaturen. Von diesem Punkt aus starten viele der bekanntesten Wanderwege, die tief in den riesigen mondähnlichen Krater führen. Besonders beliebt ist der Sonnenaufgang. Viele Besucher beschreiben ihn als fast überirdisch, weil die Wolkendecke wie ein Meer unter einem liegt. Wichtig zu wissen: Für den Sonnenaufgang braucht man eine separate Genehmigung, denn der Andrang ist jeden Tag so enorm. Okay, das ist wirklich toll und man kann hier auch sehr weit gucken. Und das ist jetzt eine Mauer. Und man kann da sehr gut drauf klettern. Pass mal auf. Ist da jemand drin? Kann einer ein Foto machen? Du bist da selber hochgeklettert, Mira. Wer hochklettert, kann auch runterklettern, nicht noch höher. Nicht. Hier. Und wir laufen jetzt den Pakaoa Trail. Halbe Meile, Rundgang, das war's. Let's go! Der Trail beginnt direkt am Visitor Center und ist kurz, aber ziemlich steil. Schon die ersten Meter lassen erahnen, dass die Aussicht oben spektakulär sein wird. Der Weg schlängelt sich durch üppige Vegetationen, vorbei an Felsen und kleinen Lichtungen, die immer wieder kleine Blicke auf den Krater freigeben. Nach jedem Schritt steigt die Vorfreude, denn der Trail führt konsequent hinauf zum Aussichtspunkt Pakaoa. Oben angekommen wird man mit einem atemberaubenden Panorama belohnt. Ich hab's geschafft! Hier ist das Ende. Meine Gruppe ist noch ein bisschen weiter hinten, aber die werden gleich auch aufkreuzen, denke ich. Geben wir die noch mal ein paar Minuten, ne? Okay, ist das schön. Wunderbar schön. Schaut mal da, das ist dieser Sandy Trail. Da sieht man die Leute laufen. Pakaoa bedeutet Rocky Hill of Courage, der Hügel des Mutes. Und hier ein typisches Ranger-Programm in Nationalparks. To begin the story of this place, we have to go roll the clock back over 1 million years, 1.5 million years ago to be exact. The rocks I am standing on right now, they were once deep below the earth. In fact, this entire mountain was below the ocean 1.5 million years ago, at the bottom of the sea, as is the case for every single Hawaiian island. However, no one wants to visit the Haleakala Depression, so we name it the Haleakala Crater. And that name has stuck ever since. In the last couple thousand years, you had lava fill in the valley floor. But it is predicted that we'll see volcanic activity within the next 500 years. Ein besonderes Erlebnis, den Sonnenuntergang auf dem Gipfel des Haleakala. Sunset auf dem schönen Vulkan. Sunset, Sunset, Sunset. Noch 15 Minuten, dann ist die Sonne weg. Juhu! Oben auf dem Summit des Haleakala erleben wir einen atemberaubenden Sonnenuntergang. Die Wolken glühen in Orange und Rosa, ein Moment, den man einfach nur genießen muss. Das war ein wunderschöner Sonnenuntergang mit meiner Familie. Und jetzt geht's runter 1,5 Stunden zum Hotel. 1 Stunde entfernt liegt Makawao, ein historisches Paniyola-Städtchen. Aloha! Heute nehme ich euch mit in ein wunderbares kleines Städtchen hier auf Maui, nämlich Makawao, versteckt in den sogenannten Hügeln des Upcountries, fernab der bekannten Strände und der Touristenrouten, liegt dieser charmante Ort, der auf den ersten Blick scheint wie aus einer anderen Zeit. Makawao ist bekannt als das Cowboy-Städtchen hier auf Maui. Ja, richtig gehört, Cowboys auf einer hawaiianischen tropischen Insel. Bereits im 19. Jahrhundert kamen die sogenannten Paniolos, hawaiianische Cowboys, hierher, um auf den Feldern zu helfen. Diese Tradition lebt bis heute weiter. Und genau das macht die Einzigartigkeit dieses Ortes aus. Wenn du hier durch diese schönen kleinen Gassen läufst, dann entdeckst du schöne alte Holzhäuser, kleine Galerien, Coffeeshops, schöne Cafés und kleine Restaurants, Streetfood und alles, was das sanfte Herz begehrt. Bei Vida gibt es alles Bio, von exklusivem Kaffee, kaltgepressten Säften, adaptogenen Tonics und leckeres, süßes Gebäck mit glutenfreien und veganen Optionen. Perfekt für uns. Uns hat's sehr geschmeckt. Jeder Laden hat hier seinen eigenen Stil. Von handgemachten Schmuck über tolle Galerien, hawaiianische Kunst und auch tolle Espresso-Bars. Makawao ist ein echtes Zentrum für die Kunstszene hier auf Maui. Ein Ort zum Durchatmen, Verweilen und einfach die Seele baumeln lassen. Hier
auf Makawao. Wir sind jetzt hier im Freshies Maui. Hier essen wir jetzt lecker 2 Vegan Burger und ein Chicken Quesadilla für die Mira, denn sie mag gerne Quesadilla. Wir freuen uns schon aufs Essen, denn wir haben Hunger. Und ihr? Kein Hunger. Und du? Kein Hunger. Siehst du, wir haben alle keinen Hunger, essen trotzdem. Okay, hallo zusammen. Heute essen wir, wenn wir gar keinen Hunger haben, aber wir gehen gleich auf eine Tour und der heißt Volcano National Park und wir machen eine sehr tolle Wanderung und wir würden auf dem Volcano sein, aber es wird nicht explodieren, weil es hat schon gestern explodiert und wir haben es leider verpasst, weil es war an Big Island, aber jetzt sind wir auf Maui und wir essen jetzt lecker, damit wir nicht hungrig sind, wenn wir unsere Tour machen. Und jetzt Beach Time, circa 40 Minuten zum Wailea Beach. Going to the beach, we're going to the beach, we're going to the beach. Wir sind jetzt am Wailea Beach. Juhu, hier in South Maui. Das ist hier schön. Wunderbar, wunderschön. Wailea Beach ist einfach traumhaft. Feiner goldener Sand, ruhiges Wasser und alles super gepflegt. Schon beim Hinlaufen spürt man diesen luxuriösen Vibe, denn direkt daneben liegen bekannte High-End-Hotels wie das Andaz oder das Four Seasons. Der Strand ist perfekt zum Schwimmen, vor allem morgens, wenn noch kaum jemand da ist und das Wasser ganz ruhig glitzert. Einfach die Füße ins Wasser strecken, die Sonne genießen und den Alltag vergessen. So fühlt sich Maui richtig an. Und wusstet ihr, dass Wailea einer der sonnigsten Orte auf der Insel ist? Über 280 Sonnentage im Jahr. Kein Wunder, dass der Strand zu den beliebtesten auf Maui gehört und in fast jedem Fotoalbum auftaucht. Sanfte Wellen wiegen einen leicht hin und her und die Temperatur ist angenehm warm, genau richtig zum Schwimmen und einfach entspannen. Dakine Hawaiian Shave Ice ist ein Familiengefütterladen auf Kihei auf Maui, bekannt für super fluffiges Eis. Sie bieten eine riesige Auswahl an Geschmacksrichtungen, darunter 100% Rohrzuckersirupe, zuckerfreie Optionen und natürliche Sirupe ohne Lebensmittelfarbe. Wir haben für die Füllung veganes Kokoseis von Coconut Glen gewählt, darüber das geraspelte Wassereis mit fruchtigen, süßen Sirupen. Und das Beste, jeder Schluck ist ein Stück Aloha. Schmeckt's, Mira? Aha. In der Nähe befindet sich der Kalua Iha Coco Beach, ein ruhiger, kleinerer Strand südlich von Wailea. Ideal für entspannte Stunden ohne große Menschenmassen. Perfekt für Familien und entspanntes Baden. Viele kennen diesen Strand gar nicht. Ein echter Geheimtipp. Auch besonders beliebt für Sonnenuntergänge. Den haben wir hier sehr genossen. Wir sind jetzt noch immer auf Maui und jetzt fahren wir nach West Maui und schauen uns mal die Gegend dort an. Und das ist noch immer unser Mietwagen hier. Wir hatten bis jetzt nur einen BMW X5, dann einen BMW X7 und einen BMW X5. Das war nicht alles geplant, aber es ist halt so gekommen. Und die Größe reicht auch vollkommen aus. Also hier passt alles rein. Hier passen die Menschen alle rein und unser Gepäck. Wir haben 2 große Koffer, einen Kinderwagen, einen Kindersitz und einen großen Rucksack und sonst noch ein paar Täschchen. Und das passt alles hier rein. Und das Coole ist, hier sogar Keyless Go oder Keyless Entry. Das heißt, ich komme einfach näher, dann geht das Auto auf. Und jetzt geht's zu. Das ist gut, ne? Und wenn ich weggehe, geht's dann zu. Das heißt, du musst dich gar nicht mehr darum kümmern, den Schlüssel nie wieder rausholen. Das ist so toll. Ich meine, das haben schon viele andere Autos, aber das ist einfach toll. Und hier ist meine bezaubernde Moana Maui Frau hier. Da, guck mal, Maui, Moana. Meine Ohren sind jetzt hier versteckt. Ich habe meine Ohren versteckt. Es macht sehr viel Spaß, mit dem Auto zu fahren. Es ist sehr komfortabel und sehr einfach gut. Und Platz ist auch genug Platz. Okay, wir steigen mal ein. Ich zeige euch mal, wie es da drin aussieht. Ich habe heute nicht geputzt, also nicht... So, hier, da sitzen wir drin und fahren los. Na, wie geht's? Gut. Dann schnall dich mal an. Und Papa hat mir Bubblegum gekauft. Huba Buba. Huba Bubba. Und, weißt du was? Und er hat mir auch einen Gemshacker gekauft. Es ist rot und es ist Erdbeere. Strawberry. Oder Erdbeere, wie wir in Deutsch sagen.
Aber dieser ist von dem blauen und der passt nicht. Also ist das zu klein. Das da passt, weil das ist größer. Und hier war der blaue drin. Und das ist jetzt der rote. Und bei dem roten war gar kein Deckel. So, ich starte mal den Motor. Und dann geht das Lenkrad runter. Und wenn ich den Motor ausmache, geht es wieder hoch. Da kann man besser aussteigen. Und jetzt geht es in den Westen von Maui, zum Whalers Village. Nach 45 Minuten sind wir da. Hallo zusammen, wir sind jetzt hier im Whalers Village in West Maui. Und wir gehen ein bisschen shoppen bzw. essen. Das Besondere hier, das ist eine Mall, aber das ist eine Outside Mall. Das ist was Besonderes, genau wie diese Frau. Whalers Village ist ein riesiges Open-Air-Shopping-Center direkt am Strand von Ka'anapali. Überall gibt es kleine Restaurants, Shops und sogar ein Walfangmuseum. Denn der Name erinnert an Mauis Walfanggeschichte im 19. Jahrhundert. Besonders schön, man kann gemütlich durch die Gassen schlendern, den Blick aufs Meer genießen und die entspannte Atmosphäre aufsaugen. Ideal also, um nach einem Strandtag noch ein bisschen zu bummeln, ein Eis zu holen oder einfach in der Sonne zu sitzen und das Treiben zu beobachten. Hier findet man auch die Aloha-Hand, ein traditioneller hawaiianischer Gruß, der Freundschaft, Liebe und Zusammengehörigkeit ausdrückt. Ein Zeichen von Hallo, auf Wiedersehen und alles Gute zugleich. Zum Mittag haben wir uns für Monkey Pot Kitchen entschieden, weil wir gehört hatten, dass die Qualität der Zutaten hier besonders hoch ist. Und wir wurden nicht enttäuscht. Alles schmeckte frisch und lokal. Und die entspannte Atmosphäre und die freundliche Stimmung machten es einfach perfekt. So, ich esse jetzt hier was mit Macadamia Nuts. Ein richtig leckeres Organic Macadamia Nuts Gericht. Von Whalers Village sind es nur 12 Minuten zur Napili Bay, eine traumhafte Halbmondbucht mit klarem Wasser und sanfter Brandung. Der Strand ist ruhig und perfekt für Familien. Der Sand hier ist extrem fein, ideal für Barfußspaziergänge. Hallo zusammen, wir sind jetzt hier an der Napili Bay. Noch immer in West Maui. Das ist unser letzter Halt für heute. Vielleicht noch ein Halt zum Essen, aber ansonsten geht's in die Sonne, ins Wasser und überall. In der Nähe befinden sich die Drachenzähne. Hallo zusammen! Wir sind jetzt hier am Makalua Puna Point. Da kann man sich ein paar Felsen angucken, die so ein bisschen aussehen wie Drachenzähne. Deswegen heißt das auch Dragon Teeth. Okay, da ist ein kleiner Trail hier und gleich sind wir da. Bis gleich. Mit den Barfußschuhen hier auf diesen Wurzeln lang zu laufen, ist natürlich sehr gefühlsecht, würde ich sagen. Aber was macht man nicht alles für die Schönheit der Natur? Makalua Puna Point, auch bekannt als die Dragon Teeth, ist ein faszinierender Ort direkt an der Küste. Wir sind jetzt hier bei den Drachenzähnen da hinten. Alles gut und sehr windig hier. Könnt ihr mich überhaupt hören bei dem Wind? Hallo, hallo, Test, Test. Die bizarren Lavagesteine sehen wirklich aus wie spitze Drachenzähne, geformt von Wind und Wasser, die die erstarrte Lava über Jahrtausende zu diesen spektakulären Spitzen geschliffen haben. Der Legende nach handelt es sich hier um einen versteinerten Drachenkiefer. Man kann richtig die Fantasie spielen lassen, wenn man zwischen den Felsen steht. 23 Minuten entfernt von den Drachenzähnen befindet sich ein weiteres Naturwunder in West Maui. Hallo zusammen, wir sind jetzt hier am Nakalele Blowhole. Das ist in West Maui, ziemlich an der Spitze. Und hier sieht es wunderschön aus. Wir gucken jetzt mal, ob es blowt. Es kommt aber immer darauf an, wie stark die Wellen sind. Aber wir schauen mal, was so passiert, nicht? Die Umgebung rund um das Nakalele Blowhole ist rau und beeindruckend. Der Untergrund ist steinig, teils zerklüftet, ein echtes Naturwunder. Wenn man dem Wanderweg folgt, merkt man schon, dass es sich lohnt. Es ist sehr, sehr windig hier. Ja. Am Ende schießt das Meerwasser wie aus einer Geysirdüse in die Luft. Je stärker die Wellen, desto spektakulärer die Fontänen. Ein echtes Schauspiel der Natur. Bei hoher Brandung können die Wasserstrahlen bis zu 30 Meter in die Luft schießen. Es macht richtig Spaß zuzuschauen. Leider regnet es jetzt gerade sehr stark, das heißt, wir müssen wahrscheinlich mal umdrehen. Es ist warm, aber regnerisch. Da unten ist das Blowhole. Ich habe jetzt ein paar Blows schon eingefangen, aber es wird ein bisschen feucht hier. Der Alahele Place in Kiai ist ein richtig cooler Spot für Streetfood. Hier reihen sich mehrere Foodtrucks aneinander, jeder mit seinem eigenen Angebot. Wir haben uns durch Poke, frische Smoothies, Thai-Food und lokale Spezialitäten probiert. Alles super lecker und authentisch. Besonders schön ist die entspannte Atmosphäre, perfekt für ein Abendessen nach einem langen Tag am Strand.
Viele dieser Trucks sind Familienbetriebe, die schon seit Jahren die gleiche Stammkundschaft haben. Man merkt richtig, dass hier Herz und Tradition mitkochen. Und genau das macht den Besuch so besonders. Uns hat so geschmeckt. Hallo zusammen, wollt ihr mal wissen, wie wir hier so traveln? Wir nehmen mal einen Kinderwagen mit und einen Kindersitz und dann packen wir immer alles da oben drauf. Das heißt auch den Rucksack und den Koffer von Mira. Und dann können wir mal ganz gemütlich hier reisen. Und dann haben wir noch 2 große Koffer. Und da passt bis jetzt alles rein. Wobei nächstes Mal nehmen wir, glaube ich, noch einen größeren Koffer mit, weil das wird schon ein bisschen eng. Aber so reisen wir dann immer. Jetzt gehen wir gerade zum Flughafen hier auf Maui und fliegen dann zurück nach Oahu. Und dann bleiben wir noch eine Nacht und dann geht es zurück nach Detroit. Juhu! Jetzt zeige ich euch nochmal eine coole Möglichkeit einzukaufen bzw. abzukassieren. So, jetzt ist die Möglichkeit weggelaufen. Dann zeige ich euch mal hier. Guck mal, du hast hier was ausgesucht aus dem ganzen Sortiment hier. Und dann legst du es einfach da drauf. Da, leg da drauf. Ja, und dann das andere auch. Und dann nehme ich einfach meine Uhr und mache dann da drauf. Piep. Und das war's. Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich bei Jordan und Erika von The Hawaii Vacation Guide bedanken. Ihre YouTube-Videos, Blogartikel und ihre Itineraries waren für unsere Reise eine riesengroße Hilfe. Wir haben so viele tolle Orte entdeckt, die wir ohne ihre Tipps wahrscheinlich verpasst hätten. Liebe Grüße an euch beide, ihr macht wirklich eine fantastische Arbeit. Wenn auch du nach Hawaii möchtest, dann schau dir auf jeden Fall den Hawaii Vacation Guide an. Link findest du unten in der Videobeschreibung.